Moin Moin zu Gerrits Tagebuch. In der letzten Woche haben wir sehr viele Bilder sprechen lassen. Heute wollen wir mal wieder ein bisschen in die Technik einsteigen und in die Entstehung dieses Flughafens. In den letzten Wochen haben wir vor allen Dingen unheimlich viel programmiert. Denn in dem Moment, wo man hier Dauertest macht, sieht man ja viele Erkenntnisse, was die Autos falsch machen, die Flugzeuge falsch machen. Man korrigiert den einen oder anderen Defekt in der Anlage, findet auch ein paar Logikfehler, ein Tanker kracht gegen einen Bus, weil er in der Kurve zu weit ausholt oder ähnliches. Aber was auch ganz wichtig ist, wir betreiben die Anlage. Und in dem Moment stellt man fest, was der Leitstand eigentlich am Ende für Tools braucht, für Hilfsmittel, um möglichst am Leitstand nicht aufstehen zu müssen, ständig und hier hingehen zu müssen und ein Flugzeug in die Hand zu nehmen. Das heißt, die Software wurde massiv verbessert. Ich habe sehr viel gelernt, was wir machen können, mit welchen Hilfsmitteln wir dem Leitstand helfen können, es nachher wirklich nicht so kompliziert zu haben. Mittlerweile ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo immer mehr Gebäude auf die Anlage kommen, die für die Techniker entscheidend sind. Zum Beispiel hier die Lufthansa Technikhalle. Ich habe mich tierisch drauf gefreut seit Wochen. Sie entstehen gesehen unten. Sie hat 8 Tore, die ineinander greifen und eine aufwendige Mechanik öffnet und schließt das. Ich kann mit einer 747 reinfahren, sie verstecken, umdrehen. Ich kann es leider nicht, weil Stefan ist in Urlaub gefahren, hat mir aber die Halle hier noch hingestellt, damit ich schön 2 Wochen sie jeden Tag sehe und mich drauf freue. Und anscheinend den Schlüssel mitgenommen, denn ich habe mal die Tore versucht, vorsichtig aufzumachen, geht nicht. Ich muss warten, bis Stefan wieder da ist. Aber machen wir hier weiter. Das Frachtterminal, das ist die Frachthalle, die ist nicht besonders spektakulär, hat auch keine entscheidende Technik drin, aber natürlich gehört sie auch auf den Flughafen und hier sind wir mittlerweile fast fertig. Das heißt, wir können wirklich auch mit dem Modellbau beginnen. Weiter geht es hier ein Hangar, der schon eine Rolle spielen wird, sogar eine sehr wichtige. Wir können nämlich in diesem Hangar, der hat keine durchsichtigen Tore, Flugzeuge verschwinden lassen. Warum? Das erzähle ich irgendwann in einer der nächsten Folgen, wenn ich das Objekt der Begierde habe, das da rein soll. Geht es weiter zu den Enteisern. Wir haben 8 Enteiser, die müssen ja auch irgendwo aufgetankt werden. Da haben wir uns so grob das Hamburger Vorbild genommen mit den Enteisungstanks, wo die Flüssigkeit drin ist, die nachher in die Enteiser reingepackt werden kann, damit unsere Flugzeuge auch im Winter sicher starten können. Wenn wir hier ein kleines Stück weitergehen, kommt das Tankterminal nach Münchner Vorbild. Der München ist in Deutschland der einzige Flughafen, welcher eine Eisenbahnanbindung hat. Das heißt, das Kerosin kommt mit der Eisenbahn, wird in die Tanks umgeladen und dann in die Flugfeldtanker. Dazu muss man sagen, da habe ich Kritikpunkte bekommen. In den meisten Flughäfen benutzt man unterirdische Pipelines mittlerweile, aber wir wollen ja schöne Autos zeigen und deswegen haben wir hier noch die Tanker im Einsatz. So, weiter geht's hier. Das ist eigentlich nur die Catering-Halle oder das Catering-Terminal, wie wir es nennen. Schön detailliert schon von Bobby, der hier eine ganz tolle Küche eingebaut hat. Aber sie ist für mich so entscheidend, weil die Autos funktionieren mit Infrarotdatenübertragung. Das heißt, die Daten kommen von der Decke, haben so 3 bis 5 Meter Weg zu überbrücken bis zu den Autos. Aber auch in dieser Halle sollen Autos fahren und die sollen ja, wenn sie reinfahren, auch wieder rauskommen, sprich da drin ihre Befehle verstehen. Dafür ist die Datenübertragung natürlich von der Decke zum Auto nur noch so ein kleiner Abstand. Das heißt, die Abstrahlhelligkeit der Sender muss ganz genau justiert werden, dass die auch zu jedem Zeitpunkt ihre Befehle verstehen. Ich bin schon reingefahren und, oh Freude, auch wieder rausgekommen mit den Autos. Das heißt, das erste komplett fertige technische Gebäude für mich. Weiter geht es hier mit den Fahrzeugdepots. Ähnliches Thema, da sind wir gerade am Anschließen und am Justieren der Infrarotsender, die hier überall drin sind als Stripes. Aber ich hoffe mal, dass ich auch im Laufe des heutigen Tages hier schon die ersten Autos rein und rausfahren lassen kann. Wenn sie nicht rauskommen, haben sie ihre Daten nicht verstanden. Wenn sie rauskommen, freue ich mich. Hier vorne fehlen noch sehr viele kleine Gebäude, weil es ist das Busdepot und das Gepäckwagendepot. Da kommen noch ganz viele kleine Werkstätten hin und Unterbringungshäuser und ähnliches. Geht dann weiter über den Tower, der ist auch schon fertig. Der ist nur von mir in Sicherheit gebracht worden, weil die Flugzeuge ja noch nicht ganz so 100%ig sicher fahren. Und alles, was hier schon steht, was hier nicht stehen muss, wird gerne mal von irgendeiner Tragfläche abgesäbelt. Also haben die Modellbauer alles in Sicherheit gebracht, so auch die Flughafenfeuerwehr. Die ist nämlich auch schon ganz fertig, ist auch infrarottechnisch noch nicht getestet, aber kommt in den nächsten Wochen auf die Anlage. Was definitiv funktioniert und fertig ist und für mich auch eine gute Nachricht ist der K-System Schattenbahnhof. Der befindet sich da unter dem Hügel, muss natürlich auch Infrarotdatenübertragung haben und die funktioniert mittlerweile fehlerfrei. Hier hinter mir steht unser großer Stolz, unser Stolz. Es kam in den letzten Folgen immer so ein bisschen so rüber, als sei das die große Gerrit One-Man-Show hier, der Flughafen. Nein, beileibe nicht. Es sind 20 bis 30 technische Mitarbeiter alleine, die dieses Wunderwerk hier mit mir zusammen bauen. Unter anderem halt auch 4 bis 5 neue Flugzeuge, die gekommen sind. Wir haben eine 737-800 von Air Berlin, eine A330 von Air Berlin, eine A340 von der Lufthansa fertig. Ärzte ohne Grenzen fliegt bei uns mit dem A320 und auch KLM mit der 777 ist mittlerweile einsatzbereit.
4 Flugzeuge sind aber momentan in der Überarbeitung, sprich Reparatur oder schon in dem Status, wo sie perfektioniert werden. Und anhand dieser 4 Flugzeuge kann ich mal einen kleinen Teil unserer technischen Abteilung mal vorführen. Bevor ich jetzt runter in die technischen Abteilung gehe, zeige ich hier oben erstmal das Meisterwerk, was die Gruppe um Kenny und Matthias hier abgeliefert hat, nämlich die Verkabelung der Anlage. Die haben das sehr viel genauer gemacht, als ich es am Anfang mir gewünscht habe, und ich bin so dankbar darüber, dass zum Glück Kenny und Matze mich am Anfang überzeugt haben, dass wir hier eine Menge mehr Zeit investieren und alles ganz ordentlich und geplant verkabeln, denn hier herrscht ein solches Chaos, aber es ist aufgeräumt. Ich finde mich sofort zurecht, selbst derjenige, der es nicht gebaut hat, nämlich ich, kann hier runterrollern und findet sofort, was er sucht. Und deswegen Matze, Kenny, erstens geile Arbeit, das ist mega, wie ordentlich das hier aussieht und dass ihr mich überzeugt habt, das zu machen. Super. So, das hier ist die Technikabteilung. Wir sind ja mit vielen Sachen schon durch. Pushbacker und so weiter sind ja alles schon funktionsfähig. Das heißt, ein Großteil der Leute beschäftigt sich wirklich noch mit dem Flugzeugbau. So zum Beispiel Klaas. Klaas hat gerade die ärgerliche Aufgabe, es passiert auch mal ein Unfall, und in dem Fall ist diesem Flugzeug ein Lampenträger auf den Kopf gefallen und da muss eine Menge repariert werden. Wie steht es um den Kleinen? Ja, hier haben wir unseren kleinen Patienten. Mittlerweile hat er sich wieder erholt. Kein Fieber mehr, ist wieder zurückgegangen. Ja, aber wie man sieht hier vorne, der Rumpfbereich ist halt gesplittert. Also er hat halt direkt von oben einen auf die Nase gekriegt. Zum Glück ist halt die ganze Energie mehr in das Bugrad gegangen und nicht in den Rumpf. Ich bin etwas froh, dass ich an dem Tag nicht da war. Hier ist die 7300 von der Lufthansa. Die hatte ich wieder runtergegeben, weil sie ein bisschen geeiert hat, das Fahrwerk, und kleine Sonderwünsche sozusagen von mir anlagen. Und da ist Tobi, glaube ich, gerade dabei. Genau. Der Trichter, richtig. Das Flugzeug hatte das Problem, ich weiß gar nicht, ob das in einer letzten Folge zu sehen war, dass der hintere Trichter ein bisschen schwergängig war. Das heißt, wenn die hintere Stange rausgezogen wurde, hat sich das Flugzeug vorne aufgebäumt. Und das sah natürlich nicht so besonders toll aus. Und es ist eine sehr filigrane Aufgabe, das alles zu korrigieren. Aber da Tobi sich hier mit den Trichtern zusammen mit Stefan intensiv schon beschäftigt hat, bin ich zuversichtlich, dass das Ding nachher wieder nicht mehr hüpft. So, Svenno macht sehr filigrane Beleuchtung, die nichts mit Flugzeugen zu tun haben. Gerade zum Beispiel die kleinen Displays. Bist du dran, ne? Ja, genau, an den Displays arbeite ich und noch Beleuchtung für die Gebäude baue ich gerade. Des Weiteren kommen zwischendurch immer noch kleine Probleme, wie jetzt hier zum Beispiel ein Kurzschluss auf den Infrarotsendern, und sowas erledigt man dann noch nebenbei. Jetzt kommen wir zu Marcel. Marcel macht viel die Fenster und Beleuchtung und hat hier gerade eine schöne Spielwiese. Ich war vor einer halben Stunde schon mal da. Da drehten sich erst 2 Propeller. Jetzt sind es schon fast 3. Der dritte, der hat noch einen leichten Anlauf. Aber genauso soll es am Ende ja auch aussehen, dass wir den langsam anlaufen lassen. Nur Ja, genau. Das ist jetzt ja noch nicht programmiert auf der Platine, das ist jetzt ja noch der ganz normale Ablauf. Der eine Motor, der ist leider noch in der Reparatur, der hat einen leichten Lagerschaden. Aber sonst sieht das soweit gut aus, denke ich. Das ist auf jeden Fall die DC-6, unser erstes Propellerflugzeug, welches wir einsetzen werden. Wir haben uns erstmal auf die Propellerflugzeuge beschränkt, die Maschinen drehbar zu machen, werden aber auch bei den Düsenflugzeugen noch die ein oder andere Düse auch noch natürlich die Schaufel bewegen lassen, aber das werden wir so ein bisschen später machen, so sukzessive, nachträglich. Aber da freue ich mich drauf, für DC-6, das wird die berühmte Red Bull DC-6 werden. Bin ich gespannt, wenn die fertig ist. Vor allem die Propeller dann natürlich einzeln langsam anlaufen lassen und so, das macht nachher die Platine, die kann programmiert werden vom Hauptrechner, und da bin ich super gespannt drauf. Cool. So, ich habe meinen Schlüssel leider nicht dabei, aber für alle, die Sven und Koma ärgern wollen, hier oben ist die Klingel. Ich hoffe, er macht auf. Moin Sven, ich wollte euer Chaos mal kurz zeigen. Chaos und durch. Sven kümmert sich zum Beispiel momentan ganz aktiv um die Soundmatrix, die auch kurz vor der Fertigstellung ist, die nachher den Flughafen beschallen wird. Elke kümmert sich sehr um Platinen momentan, aber hier suche ich... Moin Sascha. Hallo. Axel ist krank, ne? Ja, Axel ist krank, aber dann spiele ich den Axel heute mal. Das ist sein Arbeitsplatz. Axel kümmert sich nämlich primär um die Platinen im Flugzeug, um die Mikrocontroller-Programmierung. Und er hat den hier von mir bekommen, weil der zeigt am deutlichsten Schwächen, die wir momentan noch suchen, die wahrscheinlich in der Software zu begründen sind. Und das ist unheimlich schwer, das herauszufinden. Er hat hier natürlich die Möglichkeit, die Controller hier zu programmieren, aber im Simulationsmodus, hier auf der Platte hat er seine Simulationseinheit, verhält sich das doch leider anders, als wenn das nachher in der Anlage oben im Flugzeug über Akkus betrieben läuft. Und das heißt, so die letzten kleinen versteckten Softwarefehler, die sind echt übel. Und der hat zum Beispiel den Fehler, dass er aus dem Sleep-Modus, dem Energiesparmodus, wenn das Flugzeug zum Beispiel bei Nacht steht, schläft es ein und wird morgens wieder aufgeweckt, dass er nicht wieder aufwacht. Bei 40 Flugzeugen am Ende und Dauerbetrieb am Tag ist das ein Ärgernis, weil da muss am Leitstand jemand aufstehen, das Flugzeug sich holen, an- und ausschalten, und
Diesen Fehler aber wiederum zu suchen, wenn er nur jedes 500. Mal auftritt und dann auch nur oben in der Anlage, das ist Axels Aufgabe. So, das war mal ein kleiner Einblick, wer sich momentan so eigentlich mit den Flugzeugen beschäftigt. Was uns hier oben noch so ein bisschen bevorsteht, ist ein Problem mit den blauen Randfeldbefeuerungen. Wir haben da 5 mm Leuchtdioden genommen, die in der Straße eingelassen sind, und für die Flächen, wo das Gras ist, stehen die auch in echt etwas raus, haben wir 3 mm Leuchtdioden genommen. Beide gleiche Wellenlänge, gleiche Farbe, als wir sie testweise nebeneinander gehalten haben. Nur jetzt, wegen eines unterschiedlichen Abstrahlwinkels, wenn man etwas weggeht, haben die völlig unterschiedliches Blau, die beiden Typen. Das heißt, gerade die aufwendigen, wo über einen Monat Sascha dran gebastelt hat, müssen leider getauscht werden. Hier sieht man hinter mir, dass es immer mehr leuchtet auf dem Terminal. Die Leuchten sind fast alle drin, es fehlen noch ein paar. Hier sind noch ein paar Reserve, falls welche kaputt gehen, aber ein paar müssen einfach eingebaut werden. Da sind wir auch kurz vor Schluss. Und eigentlich war es das für die heutige Folge. Ich wünsche mir mal, dass ich in der nächsten Folge etwas über unsere Soundmatrix berichten kann, wie wir den Sound hier auf der Anlage verteilen, die ist nämlich fast fertig, und über die vollautomatische Ladestation. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis dann, tschüss.